Wir müssen tatsächlich mit zwei Optionen uns auf den Weg machen. Er sagt jetzt, the station did not respond, please try again. Es ist noch viel krasseres passiert, als dass die E-Charge nicht funktioniert hat. Und cool, also Leute, meine Frau hat schon gesagt, das Ladeerlebnis ist hier richtig so. Ich zeige euch das mal. Hier ist null Netzabdeckung. So, also, that's it. Game over, vorbei. Dann habe ich, Stand jetzt, keine Möglichkeit, diese Säule wieder zum Laufen zu bringen. Beim ersten Video war ja ein ganz besonderer Mensch da. Fehler, die Ladestation hat ein internes Problem erkannt. Ui, okay. Die Ladestation ist außer Betrieb, das Problem wurde bereits gemeldet. Okay, hier deutet sich ein Ladedrama hin. Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Roadtrips mit dem Elektroauto in die Türkei und zurück. Und ja, Teil 3 ist der Abschluss dieser dreiteiligen Serie. Und wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, weil der Algorithmus euch nur den dritten Teil vorgeschlagen hat, dann schaut gerade mal oben rechts, da verlinke ich euch den ersten Teil, dann könnt ihr euch den in aller Ruhe anschauen. Und den zweiten Teil, den verlinke ich euch auch mal oben rechts, dann habt ihr das auch. Ansonsten vielen Dank an alle, die die ersten beiden Teile angeschaut haben und eure Kommentare. Es hat mich sehr gefreut, der Austausch mit euch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr euch mit mir austauschen möchtet, könnt ihr auch gerne hier unter dem dritten Video eure Kommentare hinterlassen. Ich melde mich immer bei euch zurück. Dann schauen wir mal, wohin die Diskussion hinführt. Somit ist genug gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ich habe wieder viel zu viel gequatscht. Film ab! Wir befinden uns jetzt auf der Rückreise und naja, das Auto ist so bei, ich glaube, 32% State of Charge und wir möchten morgen schon losfahren. Jetzt sind wir am Hotel, unser letzter Tag. Und naja, ich könnte jetzt zu einer AC-DC-Ladestation fahren, woanders. Oder, wenn man das Glück hat, das Hotel hat solche AC-Säulen. Aber wir haben hier Glück im Unglück. Das sind nicht irgendwelche Wallboxen vom Hotel, wo man irgendwie für einen Zehner oder so das voll machen kann, sondern diese Wallboxen oder diese AC-Stationen gehören SES. Naja, ihr kennt ja das Dilemma. Und ich habe da mal drauf geschaut, ob man da vielleicht hier mit Kreditkarte bezahlen kann oder so. Auch keine Chance. Da kann man entweder die SES-Karte hinhalten oder den QR-Code mit der App abscannen und dann hat man das gleiche Dilemma. Ich habe jetzt halt das Glück, dass ich eine türkische Karte in meinem SES-Konto hinterlegt habe und somit kann ich dort laden. Aber wie gesagt, das ist halt nicht praktikabel, nur für euch zur Info. Ich hoffe, das ändert sich für alle zukünftigen Reisen in die Türkei. Wir werden es jetzt gemeinsam mal machen. Ich bin alleine, die Familie schläft schon. Es ist sehr spät tatsächlich. Ich habe das ein bisschen verpennt, das Auto noch zu laden, weil ich wollte es jetzt nicht einen Tag lang bei 100% State of Charge lassen, sondern wollte es so spät wie möglich anschließen. Das machen wir jetzt alles gemeinsam. Wie ihr sehen könnt, das Ladekabel steckt an. Da steht, bitte lesen Sie die Karte oder scannen Sie den QR-Code ab. Und jetzt sind wir hier und ich weiß gar nicht, welche Station das ist, beziehungsweise wir machen mal so und scannen das einfach mal ab. Und kommt jetzt hat er es geschafft. Lädt er sich die ganzen Daten runter, das kann man sehen. AC Typ 2, 22 kW, meiner kann zwar nur 11 EQB. Dann kann man hier sehen, wann das starten soll. Und man sieht auch, ich darf nur 480 Minuten hier laden, ja, aber das sollte mir reichen. Und dann kann ich hier sagen, okay, ich akzeptiere das Ganze und sage dann hier auf Şarj başlat. Vazgeç bedeutet also abbrechen. Aber wir machen jetzt mal hier Start. So, jetzt lädt er wieder. Jetzt kam so eine kurze Meldung, sagt Şarj başlatıyor bedeutet Ladevorgang wird gestartet. Da kam eben grün, habt ihr vielleicht kurz gesehen so. Im Augenwinkel. Das Handy sagt auch schon, Ladevorgang erfolgreich gestartet und er lädt jetzt. So, das ist nicht schlecht. Das heißt, morgen früh, wenn wir dann losziehen, dann ist das Auto voll. 10,6 kW, wunderbar. Also das sieht auch nicht schlecht aus. Somit, ja, laden wir jetzt mal an dieser SES-Ladestation. Wie gesagt, sehr schade. Für alle ausländischen Fahrer nicht praktikabel, wenn ihr das zweite Video euch nicht angeschaut habt. SES akzeptiert derzeit keine ausländischen Kreditkarten in App, im Konto. Ihr könnt zwar einmal laden, wenn ihr das hinterlegt, aber dann wird euer Account nach dem Ladevorgang gesperrt. Und ihr könnt dann nicht nochmal weiterladen und müsst es erstmal entsperren mit einer inländischen Debit- oder Kreditkarte. Bezüglich der Planung, ich blende euch das Ganze mal ein, wie unsere Route sich so ein bisschen gestaltet. Wir werden jetzt am ersten Tag zweimal noch in der Türkei laden und dann werden wir zwar einmal auf jeden Fall in Bulgarien laden und wahrscheinlich werden wir dann in Sofia übernachten und dann am Tag 2 zweimal in Serbien laden
Und ich denke einmal in Ungarn und dann wahrscheinlich, bin mir aber nicht sicher, aber wahrscheinlich dann irgendwo im Umland von Wien übernachten und am dritten Tag dann in Österreich einmal laden, wahrscheinlich noch zweimal in Deutschland und dann kommen wir schon zu Hause an. Das für euch, damit ihr das Ganze ein bisschen nachvollziehen könnt. Und das Ganze habe ich mit den gängigen Tools, die ich euch im ersten Video gezeigt habe, mit A Better Route Planner oder Pump oder auch mit der Reiseplanung vom Mercedes Me Charge auf der Homepage ein bisschen durchgeplant und dann diese Ergebnisse bekommen. Natürlich in der Türkei hilft da nur A Better Route Planner oder man plant manuell und sucht sich dann die jeweiligen Ladesäulen raus. Und so viel dazu. Ich habe euch ja gestern Abend gesagt, wie ungefähr unsere Reiseroutenplanung zurück nach Deutschland aussieht. Jetzt ist dieser Tag besonders spannend. Warum? Weil wir müssen tatsächlich mit zwei Optionen uns auf den Weg machen. Warum zwei Optionen und woran hängt das Ganze zusammen? Und zwar mit dem Grenzübergang von der Türkei nach Bulgarien. Der ist erfahrungsgemäß, braucht man dort Stunden. Ich kenne niemanden, der dort irgendwie innerhalb von einer halben Stunde durchgekommen ist, außer vielleicht, er hatte mal Glück in der Off-Season, also ich meine in der Saison. Ich rede nur von Saison. Also, sollten wir gut durchkommen, haben wir ein Hotel im Blick, das in Dimitrovgrad ist. Das ist direkt, nachdem man also von Bulgarien nach Serbien eingereist ist, direkt 5 Minuten. Hat auch eine Ladesäule, tipptopp, tolle Bewertung. So, das ist der Happy Path, der Best Case. Sollten wir an der Grenze von der Türkei nach Bulgarien länger verweilen, vielleicht 5-6 Stunden, dann werden wir wahrscheinlich nur in Sofia übernachten. Dort habe ich auch ein Hotel im Blick und das Hotel selbst hat keine Ladestation, aber 100 Meter weiter sind Schnellladesäulen. So, wir haben noch nichts gebucht, nur für euch zur Info, noch nichts reserviert, gar nichts. Das Ganze machen wir, sobald wir den Grenzübergang hinter uns haben oder dass es absehbar ist, wie lange der Grenzübergang dauert. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Das wollte ich mit euch teilen, nur dass ihr wisst, wie wir das Ganze jetzt auf der Rückfahrt machen. Und ja, so ist es. Nach 266 Kilometern sind wir nun an unserem ersten Ladestopp an einer Togo-Ladesäule und wir haben noch eine Restreichweite von 65 Kilometer und das sind so circa, wenn ich das eben richtig gesehen hatte, noch 19% im Akku. Die Lüftung läuft ganz normal, wir schauen uns auch mal den Verbrauch an und da können wir wieder ganz normal sehen, fahren 94, heizen, kühlen und sonstige Verbraucher wie iPhone aufladen, iPad aufladen und das Multimedia hier. So, dann würde ich sagen, laden wir das Ganze jetzt mal auf. Wir sind ja mittlerweile jetzt alte Hasen hier mit dieser Togo-Ladesäule. Machen hier den Blitz, dann nehmen wir den 2. Jetzt sagte ich, soll das anschließen. Und jetzt sagt er, ich soll das Ganze hier abscannen. Mache jetzt. Und er hat dann wieder meine Barclays-Kreditkarte gezogen, die Rechnungsadresse und dann 7,99 türkische Lira und wir machen Start. War das hier richtig laut? Da können wir schon sehen, der hat das sofort übernommen hier und beginnt jetzt hier mit dem Ladevorgang. Wunderbar, Dankeschön, Schatz. Ich zeige euch mal hier kurz das Ladeerlebnis. Und zwar haben wir hier so eine Schnellstraße mit verschiedenen Möglichkeiten. Dort ist auch so ein Köfteci Yusuf, das ist so ein türkisches Franchise, die verkaufen dort Burger, Frikadellen und so weiter, weil Köfte ist ja Frikadelle.
YouTube, der Alman Kanalı, Smartzeug. Da hat einer gefragt im EQE, von welchem Kanal ich bin. Und, und da fährt der weg. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben hier so einen Renault-Händler, glaube ich, oder so einen Chery-Händler. Und allgemein ist das hier so ein Industriegelände. Also hier kann man jetzt nicht wirklich viel machen. Wir werden jetzt ein bisschen was essen. Wir haben uns was eingepackt. So Börek, Brot, Toast. Und dann warten wir hier den Ladevorgang ab und dann fahren wir weiter. Wir können an der Trugo-Ladesäule sehen, dass wir mit einem State of Charge von 56% noch 104 Kilowatt ziehen. Das Spannende ist, das ist auch eine Star-Charge-Ladesäule, kann man hier sehr gut erkennen. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, warum kann Trugo über 100 kW an den Star-Charge-Ladesäulen bieten, aber E-Charge kann es nicht? Oder auch Finesse, glaube ich, in Bulgarien konnte es auch nicht. Und ich habe tatsächlich noch einige weitere Ladeanbieter jetzt auf dieser Reise nicht testen können, wie Charge oder auch dieses andere, was wir in Mula gesehen haben von Tomatech. Und OnCharge gab es auch, darauf bin ich ja gar nicht eingegangen, aber das können wir dann vielleicht bei einem anderen Video machen. Wir haben jetzt bis 90% aufgeladen, weil wir uns einen kleinen Puffer aufbauen wollten. Und ihr könnt noch mal sehen, wie lange das Ganze jetzt gedauert hat. Und ja, jetzt klemmen wir das Ganze ab. Somit sind wir hier fertig und dann steigen wir ein und fahren mal weiter. Es ist jetzt wieder ein sehr spannender Augenblick, weil, Liebling, film mal kurz nach vorne. Wir bewegen uns auf die Brücke zu, welche den asiatischen Teil von der Türkei mit dem europäischen Teil von der Türkei verbindet. Und somit schließt sich auch ein Stück weit der Kreis. Wir fahren jetzt hier über die Brücke rüber. Naja, für uns war es auf jeden Fall eine sehr spannende Reise. Ich glaube auch eine Reise, die man wahrscheinlich so in dieser Art und Weise nur einmal machen kann. Bisher haben uns eure Reaktion, eure Kommentare sehr gefreut. Dankeschön, dass es euch so sehr gefallen hat. Genau das war auch unser Ziel, unsere Vision auch ein Stück weit, zu sagen, okay, wir machen das, weil wir uns das zutrauen, weil da gibt es vielleicht auch Menschen, die möchten das gerne machen, aber die trauen sich das einfach nicht zu, weil sie sagen, hey, das ist mir zu stressig oder da funktioniert es vielleicht nicht. Aber wenn ich ein bisschen mehr Information hätte, dann würde ich mir das auch zutrauen. Und jetzt habt ihr quasi diese Information, könnt dann damit vielleicht eure eigene Planung machen und wer weiß, vielleicht sieht man sich dann irgendwann, ihr mit eurem Elektroauto, ich mit meinem Elektroauto, irgendwo in der Türkei an einer Ladesäule, wahrscheinlich, weil da müssen wir dann eh abhängen und dann können wir uns ja unterhalten. Wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Nach 515 Kilometern sind wir nun an unserem zweiten Ladestopp hier in Keşan angekommen. Und ihr könnt schon sehen, wir haben eine Restreichweite von 32 Kilometer. Und wenn ich mal auf den State of Charge schaue, haben wir 10%. Es sind angenehme 28 Grad. Wir sind hier bei E-Charge. Drücken wir mal auf Start. Machen wir mal die E-Charge-App auf. Drücken hier auf den Blitz. Machen wir mit QR-Code, nehmen mal CCS2 und scannen das Ganze mal ab. Er sagt, möchte ich das Ganze starten? Ja. Jetzt sagt er, ich soll es anschließen. Wie gewohnt können wir bei der App sehen, dass wir hier hinten starten können. Und wenn wir jetzt hier rüber schielen, sollte die Station jetzt auch hier... Oh, er sagt jetzt, the station
did not respond, please try again or again later. Okay, dann machen wir das mal nochmal. Nehmen wir diesmal mal den 1er, drücken mal Start Charging, machen wir mal den raus und machen den rein. Okay, hier sagt er auch, we could not start your session at this moment. Okay. Spannenderweise, hier ist ja die andere E-Charge-Säule und dort hinten ist tatsächlich auch eine, weil ich vorhin da vorbeigefahren bin kurz. Und dort ist ein EQS und lädt gerade an einer anderen E-Charge-Ladesäule. Jetzt frage ich mich, ob er dort lädt, weil die hier nicht gehen. Jetzt testen wir noch mal kurz die hier und dann fahren wir darüber. Ich habe das Gefühl, ein weiterer Krimi bahnt sich hier an. Machen wir es mal wieder mit dem QR-Code. Machen wir hier Start. Machen wir mal den CCS2. Scannen den Spaß. Jetzt sagen wir ja. Jetzt sollen wir es einschließen, genau. So, er sagt, okay, er erkennt, dass es angeschlossen ist. Okay, das geht tatsächlich auch nicht. Es scheint so, als würde das nicht funktionieren. Ich mache jetzt mal noch mal hier Start Charging mit CCS1. Und auch das geht nicht. Okay, dann fahren wir mal zum EQS und probieren mal dort zu laden. Jetzt bin ich bei dem EQS und der telefoniert, glaube ich, mit der Hotline. Also ich glaube, das geht auch nicht. Ich frage ihn mal kurz. Er braucht aber noch den Ladestecker, hat er mir jetzt gesagt. Und es gibt zwar noch eine SES-Ladesäule. Ich werde jetzt zur SES gehen und dort parken, obwohl ich nicht so viel Guthaben habe. So gut wie kaum, vielleicht 100 Lira oder so, das reicht nicht. Aber SES lässt ja erstmal laden und versucht dann danach das Geld abzuheben. Also mein Ziel ist es jetzt erstmal zu laden und dann mein Guthaben auf dem türkischen Konto aufzufüllen. Und ob das klappt und wie das klappt, das probieren wir jetzt. Und ich habe nur noch ein State of Charge von 10%, aber das reicht jetzt bis zur Mall. Es sind gerade mal 1 Kilometer. Wir sind nun an der SES-Ladesäule angekommen. Und der Bildschirm hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Jetzt starten wir mal das Ganze. Und ich habe schon die Station hier ausgewählt. Ich drücke hier auf Charge Başlat. Und jetzt möchte er, dass ich den Code lese. Jetzt zieht sich die App die ganzen Daten. Jetzt müssen wir das unten hier bestätigen und sagen dann Charge Başlat. Und auf dem Bildschirm sagt er, dass der Ladevorgang hier gestartet wird. Ich soll warten. So, jetzt hat es ganz leicht geklickt und geklackt, aber ich bin mir nicht sicher. Es ist hier allgemein sehr laut. Oh, jetzt sehe ich aber, Ladevorgang erfolgreich gestartet. Okay, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, mit wie viel kW er lädt. Angeblich laut App schafft er 120 kW. Derzeit zieht er 34,5. Schauen wir mal, ob er hier auch noch höher geht. 34,6, 41,8. Okay, das geht schon mal in die richtige Richtung. Wir haben hier einen State of Charge von 10%. Das heißt, wir dürften locker die 100 kW jetzt ziehen. Allgemein ist ja der EQB dort sehr freundlich, was die 100 kW angeht. Jetzt sehen wir, da zeigt er auch 70 kW an. Ich habe das Gefühl, dass hier mehr nicht geht. Ja, ich glaube, damit müssen wir leben. Besser als gar nichts. Also das ist ja, also ich habe mich so gefreut, dass ich die 3 Ladesäulen von E-Charge gesehen habe, dachte mir, ah ja, hier kann gar nichts schief gehen. Was soll hier schief gehen? Aber ihr seht, es kann immer was schief gehen und der EQS-Fahrer, der war die ganze Zeit am Telefon, quatscht mit der Hotline von SES und sagt, Leute, was ist los? Übrigens war das einer von, ich glaube, der hat ein deutsches Kennzeichen, ich habe jetzt darauf nicht geachtet, sorry Leute, ich bin gerade voll durch den Wind. Aber ich bin jetzt froh, dass ich hier an dieser SES-Ladesäule laden kann und dass ich dort 70 kW bekomme. Ich habe mega Hunger, ich habe heute Morgen vor lauter Aufregung nicht gefrühstückt, manche kennen das vielleicht. Jetzt werde ich mal was futtern und dann muss ich irgendwann noch meine Rechnung, meine Schulden bei SES begleichen, weil jetzt lassen sie mich laden und später werden sie merken, hey, auf der Karte
ist nicht genug Geld drauf. Ich meine, ein paar Liras sind drauf, aber da muss ich das halt, bevor ich jetzt die Türkei verlasse, noch ein paar Euros draufpacken, damit die Jungs und Mädels dort auch glücklich sind. Also danke Ses, dass ihr mich im Voraus laden lässt. Das hat auf jeden Fall hier einen Daumen verdient. So, das Ding hat mehr Plot-Twists hier als die finale Staffel von Lost. Also, Leute, es ist noch viel krasseres passiert, als dass die eCharge nicht funktioniert hat, und zwar meine Kreditkarte wurde gesperrt. So, weil meine Kreditkarte gesperrt wurde, konnte ich an dieser eCharge-Ladesäule nicht laden. Das heißt, vielleicht funktionieren die eCharge-Ladesäulen, nur bei mir funktionieren sie nicht, weil eCharge versucht hat, mit der Ladeauthentifizierung auf die Kreditkarte zuzugreifen, und die hat dann gesagt, nee, ich bin gesperrt, weil, keine Ahnung, ich werde zwar seit 4 Wochen in der Türkei benutzt, aber entschließe mich am letzten Tag, diese jetzt zu sperren. Dankeschön, Barclays. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Und für mich sieht es wie folgt aus. Ihr seht, ich lade noch an Ses und ich schulde gleich Ses ein paar Lira für den Ladevorgang. Lustigerweise oder Glück im Unglück, oder ich darf heute auch mal ein bisschen Glück haben, haben wir dort so einen Bankautomaten von der Ich-Bank. Und ich bin Kunde von der Ich-Bank. Das bedeutet, ich kann jetzt meine Karte dort reinstecken und Geld einzahlen. Das mache ich jetzt, und dann habe ich meine Schulden bei Ses beglichen und mein Konto ist nicht deaktiviert fürs nächste Mal, wenn ich vielleicht nächstes Jahr komme. Und dann ist alles gut. Und ich muss mich dann nur noch darum kümmern, im Laufe des Tages oder wie auch immer meine Kreditkarte wieder entsperrt zu bekommen. Naja, heute Abend das Hotel, das will auch eine Kreditkarte. Ich habe keine Ahnung, Leute. Aber die kann man zur Not vielleicht auch bar bezahlen. Aber das ist Stand der Dinge. Krimi trifft es gar nicht. Das ist weit drüber hinaus. Ich kann auch nicht lachen jetzt, weil es einfach, ich könnte eigentlich heulen. Aber naja, Lachen ist besser. Durch den ganzen Stress, durch das Laden, durch das Essen, Kaffee, Eis, sind wir tatsächlich bei einem State of Charge von 100%. Naja, ihr kennt die Geschichte, es gibt nicht viel zu sagen. Wir stecken ab und fahren jetzt weiter an die Grenze zu Bulgarien. So, wir sind jetzt am Grenzübergang der Türkei raus nach Bulgarien. Genau, Liebling, halt mal dran. Und wir schauen jetzt mal, wie lang der Grenzübergang für uns dieses Mal dauert. So, das ist das Erste. So, das hätten wir schon mal. Das Zweite ist, wir sind ja jetzt an der Grenze zu Bulgarien. Und dort geht ja die Mercedes Me-Charge-Karte. Das ist schon mal sehr gut. Nach dem ganzen Ladedrama von heute, genau, da hört ihr schon, das Navi ist an. Habe ich das jetzt hier eingestellt? Liebling, halt mal da drauf. Und zwar habe ich eingestellt hier Dimitrovgrad, dass ihr das kurz seht. Dann sehen wir, dass das Mercedes-Navi uns 2 Ladepausen einplant, und zwar eine gleich. Er sagt, wir kommen mit 50% an und sollen nur bis 71 laden. Aber wir laden trotzdem bis 80%, wahrscheinlich sogar 85%, weil wir immer so lange rumtrödeln. Und wenn ich jetzt zurückgehe, dann sehen wir, dass wir noch einen zweiten Ladestopp haben. Und den können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Das erste war übrigens von Finesse, und dort sehen wir auch 200 kW Lader, da sehen wir auch den Preis. 24 Stunden geöffnet ist auch gut, auch von Finesse Charging. Also soweit so gut, und das Navi sagt, wir sind dann so circa um 11:30 dort am Hotel, was natürlich spät ist, aber ist es okay. Wir haben sehr viel Zeit verloren durch diese Ladegeschichte. Anstatt dass sie nur eine halbe Stunde hätte dauern sollen, hat sie 1,5 Stunden gedauert. Und jetzt haben wir noch den Grenzverkehr hier. Naja, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht und dann, wie die Fahrt jetzt weitergeht. Jetzt genau am Grenzübergang. Meine Frau ist gerade hinten, hat den Kofferraum aufgemacht. Also wir sind so gut wie durch, und ich zeige euch mal, wie lange das Ganze gedauert hat. Also knapp 2,5 Stunden, und naja, kann man nichts machen. Es gehört dazu.
Jetzt fahren wir mal weiter zur nächsten Ladesäule und laden da mal ein bisschen Strom rein. Nach 665 Kilometern sind wir nun an unserer dritten Ladestation. Das zeige ich euch gleich. Und ihr seht, wir haben noch eine Restreichweite von 145% und der State of Charge ist bei 49%. Und jetzt nehmen wir hier die Mercedes Me Charge Karte und gehen damit mal zur Ladestation. Wir autorisieren das Ganze, nehmen DC2. Jetzt schauen wir mal, was der uns hier so sagt. Die Lüftung geht auch schon an. Und wenn ihr euch gewundert habt, ich dachte, es war Finesse, aber es ist Kia Hypercharging oder Hypercharge. So, wieder die Hyundai Motor Corporation hier unterwegs, um die Elektromobilität mit Strom zu versorgen. Auf der Apple Watch sehen wir auch schon, dass das Auto den Ladevorgang erfolgreich gestartet hat. Es fiebt auch ganz leicht, so ein Spulenfiepen. Kenne ich jetzt eher nicht so, oder weil es jetzt vielleicht etwas schon ja, dunkler ist, sage ich mal, und weniger los ist, hört man das vielleicht eher, als wenn jetzt viel los wäre hier. Ja, kommen wir zum Ladeerlebnis. Ganz kurz noch, also der fährt jetzt hier hoch. Oh, das sieht sehr vielversprechend aus. Wir haben hier 88 kW, das ist gut. Damit kann ich leben, damit kann man arbeiten. Kommen wir jetzt zum Ladeerlebnis. Da ist so ein Casino-Parkplatz und das war es eigentlich. Da hinter diesem Schild, genau hinten dran, ist so eine Tankstelle und that's it. Mehr ist hier nicht. Also das ist tatsächlich ein bisschen schade, aber gut. Es ist wie es ist, wir nehmen wie es kommt und wir machen das jetzt voll und dann fahren wir auf zur letzten Ladesäule des Tages und dann zum Hotel. Dann schauen wir mal. Nach etwas mehr als eine Viertelstunde brechen wir jetzt den Ladevorgang hier ab. Wir haben genug Strom bis zur nächsten Ladestation und wir vertrauen hier auf das Mercedes MBUX Navi. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal kurz rüber, decken das wieder ein für den nächsten und das war's. Nach 842 Kilometern haben wir nun unsere vierte Ladestation erreicht. Und das Tolle ist, das Navi sagt auch schon, bitte nur bis 62% laden. Ja, wahrscheinlich werden wir trotzdem bis 70 laden oder 80, so wie ich uns kenne. Aber für euch zur Info, die Mercedes Me Charge Card habe ich noch in der Hand. Jetzt starten wir mal den Ladevorgang. Wir halten das mal dran, nehmen den hier. Das ist von Finesse Charging, aber ich könnte mir vorstellen, es ist eine 300er. Wir hatten es ja davon, von den E-Charge-Ladesäulen, wo ich gesagt habe, hey, es wäre ziemlich cool, wenn die beschriften. Guck mal, das haben die hier manuell gemacht. Ne, das macht nicht Alpitronic, weil man sieht, das ist ein bisschen schief. Schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Wir sind schon bei 35 kW, tipptopp. Cool, also Leute, meine Frau hat schon gesagt, das Ladeerlebnis ist hier richtig so. Ich zeige euch das mal. Das Lustige ist, also ihr seht mit der Kamera mehr Licht als ich. Es hört sich voll komisch an, weil ich halt geblendet werde, ein Stück weit von links. Aber es ist hier voll dunkel. Ich verstehe gar nicht, wie die Kamera so viel Licht einfangen kann und wo sie überhaupt das ganze Licht einfängt. Also das ist echt Wahnsinn. Und hier bellt auch die ganze Zeit ein Hund. Also das ist so richtig, richtig uncool. Also ein Platz
um so eine Niere ganz schnell mal zu verlieren. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen da jetzt durch. Wir haben mittlerweile die 101 kW erreicht. Ich rätsle die ganze Zeit, warum mitten im Nirgendwo so eine Ladesäule steht. Ich komme damit gerade absolut nicht klar. Und ich glaube, ich habe das Rätselslösung gefunden. Und zwar der Hinweis dafür, denke ich, liefert uns das hier. Und zwar, das ist auch eine Ladesäule von Finesse, ein AC-Lader. So, und wie lösen wir das ganze Rätsel hier auf? Weil wir sind hier mitten in der Pampa. Ich glaube, das ist ein Park and Ride. Traurig ist, dass hier keine Parkmarkierungen sind oder so. Und der Parkplatz ist jetzt auch nicht besonders groß. Ich denke, hier passen vielleicht maximal 15 Autos. Ihr könnt mal selber schauen. Hier passt vielleicht noch ein Auto und hier noch eins. Und wenn ich ein bisschen besser parke, hier dann so 2 und dann hier darüber. Und da wird es schon sehr, sehr eng. Also da kommt gerade ein Auto rein, da können nicht mal 2 Autos rein und raus. Also muss man sich abwechseln. Für ein Park and Ride ist das ziemlich cool, Leute. Also Daumen hoch Bulgarien, voll genial. Das würde ich mir an jedem Park and Ride in Deutschland, überall auf der Welt wünschen, weil die Idee ist ja genial. Die Autos stehen dort sowieso, also können die dort auch laden. Aber ich verstehe nicht, warum hier so eine ultra fette DC-Ladesäule steht mit 3 CCS-Steckern. Ich komme einfach nicht klar. Ich stelle mir vor, da ist jemand, der konfiguriert das Ganze von Finesse und sagt, okay, wir stellen dort was hin und stellen dort ein AC hin und 3 DC. Und ich hätte es vielleicht andersrum gemacht. Wir haben jetzt einen State of Charge von 79%. Da könnt ihr nochmal alle Daten sehen, wie lange wir geladen haben und so weiter. Jetzt würde ich sagen, beenden wir den Ladevorgang, weil wir noch weiter wollen. Drücken wieder auf unseren Knopf, stecken es da rein für den nächsten. Wir sind nun mittlerweile an der bulgarisch-serbischen Grenze und ich habe wieder einmal auf der Uhr die Stoppuhr angeschmissen, um zu schauen, wie lange wir hier brauchen. Mittlerweile haben wir 1:10 Uhr und ich glaube, davon gehen jetzt gleich nach dem Grenzübergang 1 Stunde weg. Also das haben wir 0:10 Uhr. Und wenn wir das Ganze jetzt mal rekapitulieren, dann haben wir knapp 2,5 Stunden an der Grenze vorher dagelassen. Dann haben wir circa 1 Stunde verloren mit der ganzen Geschichte mit E-Charge, mit SES, weil der ja nicht 100 kW geladen hat, sondern 75. Und ja, wenn man diese 3,5 Stunden zusammenrechnet, dann wären wir eigentlich zu einer sehr tollen Zeit im Hotel angekommen. Aber jetzt ist es halt so, wenn man zu einem Abenteuer aufbricht, dann muss man mit allem rechnen. Und in dem Fall rechnen halt auch mit einer Verzögerung von 3,5 Stunden. Das Gute ist, Stand jetzt läuft der Grenzverkehr sehr gut, also ist nicht so zäh. Nach knapp 56 Minuten haben wir den Grenzübergang geschafft. Also wir sind sowohl raus aus Bulgarien und als auch rein nach Serbien. Wir hatten sehr viel Glück. Sowohl als wir raus aus Bulgarien wollten, wurde gerade ein frischer Schalter aufgemacht. Und auch als wir nach Serbien reinfahren wollten, wurde auch ein frischer Schalter aufgemacht. Also auch wenn der Tag mies angefangen hat, so hört er doch glücklich auf. Wir sind so gut wie am Hotel, also deshalb hören wir hier schnell auf und dann machen wir gleich noch das Abschlussvideo. Kommen wir nun zu unserem Tagesabschlussbericht. Wir haben 1018 Kilometer hinter uns und haben noch eine Restreichweite von 70 Kilometern. Und ihr seht, es sind frische 18,5 Grad. Wir haben einen erstaunlich hohen Durchschnittsverbrauch von 22,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Erkläre ich mir so, dass wir ja quasi vom Meer quasi hochgefahren sind, so Richtung Bulgarien. Und dadurch kommt dieser Mehrverbrauch zustande. So erkläre ich mir das. Wir haben derzeit einen State of Charge von 23%. Und dieser ist, wie ihr sehen könnt, gerade am Aufladen an dieser ziemlich coolen Wallbox vom Hotel.
somit ist eigentlich mehr oder weniger alles gesagt. Wir ruhen uns jetzt hier aus, ohne Wecker, schlafen einfach mal aus. Und morgen ist so der Plan, dass wir ungefähr bis nach Wien kommen, so Neusiedl am See vielleicht. Dann haben wir so 900 Kilometer hinter uns und dann haben wir am Tag 3 nur noch so, ich glaube 700, 750, so ungefähr. Vielleicht machen wir auch morgen nochmal ein 100er mehr, dass wir an Tag 3 weniger machen müssen. Schauen wir einfach mal, je nachdem wie die Lust und die Laune dazu ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns richtig gut erholt. Wir haben das Auto auf 100% geladen durch die Wallbox hier am Hotel. Und das heißt, wir haben State of Charge von 100%. Und wie sieht die Planung jetzt aus? Also, es gibt zwei Optionen. Ich blende euch mal in Google Maps die Route an, die wir angepeilt haben. Option 1, wir fahren ungefähr bis nach Wien, übernachten dort und morgen fahren wir nach Hause. Wien ist so circa 900 Kilometer. Option 2, sollte es in Serbien und in Ungarn kein Ladekrimi geben, sollten wir durch die Grenze von Serbien nach Ungarn schnell durchkommen, dann halten wir uns die Option offen, dass wir nach Hause durchfahren. Und ja, welche Option es wird und wie die ganze Fahrt jetzt verlaufen wird, das seht ihr jetzt. Wir sind gleich bei unserem ersten Ladestopp hier in Serbien angekommen und wir werden an einer Charge-and-Go-Ladesäule laden. Dazu gleich mehr. Spannend ist, und schaut da doch auch mal gern bei eurem Elektroauto im Navi nach, wenn ich jetzt hier an diese Ladestation hingehe, auf der Karte, dann zeigt mir das Mercedes MBUX Navi eine Ladesäule an. Das bedeutet, das Mercedes Navi weiß, in Serbien gibt es Ladesäulen und er deklariert auch diese so, nur er kann mit denen nichts anfangen. Das bedeutet aber auch, wenn es irgendwann mal ein Update gibt und die Ladesäulen in Serbien dann in so einem Verbund sind wie NBW oder ein anderes Verbund, dann können sie mit relativ wenig Mühe einfach aktiviert werden. Die Information wird dann da reingeladen und dann kann das Mercedes Navi das dann auch ansteuern. Und ja, schaut einfach mal bei euch in den Autos, ob ihr auch schon Ladesäulen aus anderen Ländern in eurem Navi habt, mit denen das Navi aber gar nichts anfangen kann. So, dadurch, dass wir gleich beim nächsten Ladestopp sind, es sind nur noch 8,2 Kilometer, machen wir ganz kurz so eine Verbrauchsgeschichte. Liebling, komm mal her. Wir sind jetzt 214 Kilometer gefahren, ihr seht, und haben noch 115 Kilometer Restreichweite. Es sind angenehme 26 Grad. Jetzt haben wir beim Mercedes Navi vorhin das eingegeben, die Ladestation zum Anhalten, und ihr seht, er sagt, wir kommen mit einem relativ hohen State of Charge von 33% an. Warum ist das so? Das ist so, weil in Serbien die Schnellladesäulen noch sehr rar sind. Ich habe vorhin gesagt, wir laden bei Charge & Go diesmal, das haben wir bei der Hinfahrt nicht gemacht. Dann ist mal so ein bisschen Abwechslung, aber auch weil die Ladesäule für uns einfach gut liegt. Damit würde ich sagen, stecken wir gleich mal den Stecker an und sehen uns gleich. Wir sind nun an der Ladesäule angekommen, jetzt würde ich sagen, legen wir los. Und das Spannende über Charge & Go ist, zeigen hier, wie das Ganze geht, dass es eine App gibt, aber es gibt noch keine iOS-App, und die Google-App, die gibt es erst seit einer Woche. Also man muss das Ganze eigentlich über online machen. So, jetzt ist hier ein spannender Fall, und zwar, hier ist null Netzabdeckung. So, also, that's it, Game over, vorbei. Wir können jetzt heute Nacht in unser Kissen weinen. Auch bei meiner Frau nicht, bei mir nicht. Das heißt, ich kriege diese Ladesäule so jetzt nicht gestartet. Neben mir lädt ein BMW iX, und ich habe dann ganz lieb gefragt, ob sie mir einen Hotspot zur Verfügung stellen können. Darin habe ich mich jetzt eingeloggt. Jetzt werde ich mit dem Hotspot diese Ladesäule starten, und wenn die dann später wegfahren, dann ist das auch kein Problem. Ich kann einfach über den Knopf dann wieder ausstecken, und das machen wir jetzt gemeinsam. Dazu gehen wir hier auf die Charge & Go Seite, dort wo die Lader sind, und wir befinden uns in Lapovo. Jetzt ist mein Dings wieder weggegangen. Die Hotspot-Verbindung, okay.
The hotspot disappeared. I'm waiting for the hotspot. No, I think now. Okay, let's continue. So, ich habe mich jetzt hier eingeloggt und ich habe ja ein Konto erstellt. Dann nehme ich hier die Ladesäule, drücke dann hier drauf und ihr könnt es auch auf Englisch stellen. Dann seht man auch die Zahlungsmodalitäten. Ich habe meine Kreditkarte hinterlegt. Euch werden 20 oder 25 Euro einmalig abgezogen, aber das dient als Guthaben. Die werden jetzt quasi beim Ladevorgang aufgebraucht. Und dann kann ich hier loslegen sagen. Und jetzt stecken wir das Ganze mal an. Nehmen hier die 63. Ich komme da jetzt gerade nicht dran. Dankeschön. Jetzt muss ich hier den Ladevorgang starten. Okay, jetzt hat es geklickt und geklackt. Das ist nicht schlecht. Ich gehe mal wieder in den Schatten. So, wir können auch schon dort oben sehen, der Ladevorgang wurde gestartet. Die Säule kann 100 kW. Jetzt schauen wir mal, wie viel kW wir von der Säule bekommen. Unser State of Charge wird auch schon angezeigt. So, wir haben jetzt bei der Ladesäule 36 kW. Hoffen wir mal, dass es etwas höher geht. Jetzt sind wir schon bei 45. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Okay, der iX neben mir, der lädt auch noch. Deshalb werden wir jetzt nicht mehr als 50 kW bekommen. Und ja, das ist jetzt quasi ein Fair Share von der Ladesäule. No, that's fine. Thank you very much. Jetzt hat der iX-Fahrer... have a nice trip, bye bye. Jetzt hat der iX-Fahrer seinen Anschluss hier reingesteckt. Jetzt können wir mal schauen, auf was oder wie hoch unserer geht. Und wir sind jetzt bei 60 kW. Eins muss jetzt gesagt werden. Wenn jetzt die Ladesäule dort, warum auch immer, abbrechen sollte, was jetzt zum Beispiel auch bei einer Alpitronic in Österreich passiert ist, bei Wels glaube ich, dann habe ich, Stand jetzt, keine Möglichkeit, diese Säule wieder zum Laufen zu bringen, weil der iX ist weg, mein Hotspot ist weg, that's it. Das heißt, ich müsste irgendwelche anderen Leute, da hinten sind noch ein paar LKWs, vielleicht könnte ich die nach einem Hotspot fragen, aber ihr wisst, wie es ist, das ist halt nicht praktikabel. Ich dachte, wir nehmen Roaming von meiner Frau und starten dann hier mit die Ladesäule, aber es ist ja kein Netz. Also es ist ein absolutes Worst-Case-Szenario, kein Netz, Ladesäule kann nicht gestartet werden, also furchtbar. Wir haben wirklich Glück im Unglück gehabt. Und jetzt warten wir mal die Geschichte dort ab und fahren dann weiter. Kommen wir nun zum Ladeerlebnis an diesem Ort. Und zwar, ich zeige euch das einfach mal. Hier ist eine Tankstelle, die ist aber zu, die ist gerade im Umbau, also da kann man auch nicht tanken, nichts. Und dort haben wir ein KFC. Dort waren wir auch eben was futtern und das war's. Sorry, dass ich jetzt auf den Bildern das Ganze auf Serbisch gemacht habe. Ich hatte es halt schon 100 Mal durchgespielt. Ich habe da nicht drauf geachtet. Bitte seht es mir nach. Man kann natürlich im Browser oben von Serbisch auf Englisch umswitchen. Ich kann das mal kurz einblenden. Und demnächst wird auch eine iOS-App released, aber nichtsdestotrotz braucht man dann dafür auch Empfang. Mir kam Folgendes in den Sinn. Im KFC gibt es freies Internet und bei der Tankstelle, ja, wenn sie wieder geöffnet hat, auch. Aber im KFC jetzt, wenn ihr es euch heute hier laden wolltet, könntet ihr zum Beispiel im KFC den Ladepunkt aktivieren, wenn ihr alleine seid, schnell zum Stecker rennen, anstecken und dann würde er laden. So, wenn ihr zu zweit seid oder zu dritt, einer ist im KFC, startet den Ladevorgang und der andere steckt einen an und drückt dann auf Starten in der App und so weiter. Und so kann das dann auch funktionieren. Für euch zur Info. So, wir haben jetzt einen relativ hohen State of Charge von 98% und wir haben auch nie mehr als diese 50, 60 kW bekommen. Das heißt, wir haben hier sehr viel getrödelt, wir haben hier was gegessen, die Kinder haben ihre Notdurft erledigt, die Großen auch. Und so ist jetzt der Stand. Wir stecken jetzt hier ab und dann fahren wir weiter. Kommen wir nun zur Thematik mit Charge & Go in Serbien, weil ich bin mir nicht sicher, ob es aus dem Video so richtig rausgekommen ist, die Information, was da im Hintergrund passiert. Aber ich möchte hier euch so viel Transparenz wie möglich mitgeben, deshalb hier kurz während der Produktion des Videos aus dem Off. Also, wenn ihr euch einen Account bei Charge & Go erstellt, dann werden euch nach Eingabe der Kreditkartendaten 25 Euro belastet, obwohl ihr noch keine Kilowattstunde geladen habt. Diese 25 Euro dienen als Guthaben. Das heißt, ihr geht dann an eine Ladesäule, lädt und dann werden Teile von den 25 Euro aufgebraucht und dann habt ihr noch ein Restguthaben. Aber ich habe mehr als 25 Euro geladen und dann
ist dort ein Prozess bei Charge & Go im Hintergrund, dass dann nochmal 25 € abgezogen werden. Obwohl mein Ladevorgang zum Beispiel 35 € im Gesamt gekostet hat. Nur als Beispiel, die genauen Werte seht ihr am Ende. Und ich blende euch einfach mal Screenshots aus Charge & Go Profil ein. Und somit habe ich noch ein Restguthaben auf meinem Charge & Go Account von 1000 irgendwas serbische Dinar. Den genauen Wert seht ihr hier. Das bedeutet, das Geld ist dort und ich kann mein Geld auch nicht abbuchen. Ihr seht aus der App, dass ich nochmal mein Guthaben erhöhen kann, aber nicht verringern. Mir war wichtig, dass ihr das mitbekommt. Man kann auch bei Charge & Go, glaube ich, ad hoc laden, also ohne einen Account. Aber das wollte ich mir vor Ort ersparen. Ich wollte mir den Stress ersparen, wollte einfach so gut vorbereitet wie möglich an diese Ladesäule hinfahren und dann nicht vor Ort dann noch irgendwie experimentieren. Und sowieso hatte ich ja keinen Empfang dort, habt ihr dann vorhin gesehen. Das heißt, wäre dann eine Vollkatastrophe gewesen, dann vor Ort irgendwie noch ad hoc laden, bla bla. Also jetzt habt ihr die maximale Information und trefft einfach eure eigene Entscheidung, ob ihr dann ad hoc laden möchtet oder ob ihr dieses Verfahren mit dem Guthaben auf dem Konto benutzen möchtet. Nach 451 Kilometern sind wir beim zweiten Ladestopp und naja, ich erzähle euch das gleich. Wir haben noch 141 Kilometer Restreichweite und ich denke einen State of Charge von 37%. So, diese Ladesäule kennt ihr vielleicht und zwar war das ja die, wo wir mit der EWE Go-Karte nicht freischalten konnten. Bin ich euch noch schuldig zu zeigen, wie ich diese Ladesäule ohne die EWE Go-Karte freigeschaltet habe. Und das zeige ich euch jetzt. So, wir halten es mal da dran, mal sehen, ob es geht. Authorization failed, das kennen wir ja. Wir nehmen unser Handy und öffnen die EWE Go App. So, jetzt sind wir hier, drücken auf den Blitz und drücken dann auf CCS und drücken dann auf kostenpflichtig laden. Sagt er, Daten werden geprüft und ich gucke mal, ob es genau, und da können wir schon sehen, die Ladesäule hat sich aktiviert. Und so habe ich damals die Ladesäule gestartet. Der sagt übrigens, Ladestecker kann angeschlossen werden. Natürlich braucht man für den Fall jetzt Roaming oder wir sind ja hier bei dem goldenen M, dort kann man sich auch Wi-Fi holen. Warum ist es dunkel und wir sind erst beim zweiten Ladestopp? Naja, wir haben uns entschieden, etwas mehr Zeit in Serbien zu verbringen. Wir sind da ein bisschen gedanklich Freestyle unterwegs. Das heißt, wir haben ja auch noch kein Hotel gebucht. Das heißt, Option 1 und Option 2 fallen auf jeden Fall flach. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, wo wir die Nacht übernachten. Wir buchen es jetzt einfach gleich, während die Kinder jetzt noch was essen und dann ja, schauen wir mal, wahrscheinlich oder zu 99,9% übernachten wir heute in Ungarn, das haben wir auch noch nie gemacht, wäre das auch mal ein erstes Mal. Und dann fahren wir morgen dann eine etwas längere Strecke als geplant dann nach Hause. So, ich denke, das reicht, weiter geht's. Ihr kennt ja die Ladesäule mit EWE Go und ihr wisst ja, beim ersten Video war ja ein ganz besonderer Mensch da, der Dragan. Und schaut mal, wen ich gefunden habe. Guten Abend. Hallo. Hallo. Dragan, wie geht's dir? Ja, gut. Das Lustige ist, Dragan war nicht auf dem Parkplatz, sondern er hat sich gerade ausgeruht, hat so eine Pause gemacht. Und ich habe dann seinen Kollegen gefragt, wo er ist, weil wenn ich hier bin, dann komme ich auf jeden Fall Dragan besuchen. Und danke, ja, danke. Schön. Schön. Wir waren heute den ganzen Tag in Serbien. Wir haben ein bisschen uns Serbien angeschaut. Schönes Land. Bosnien auch. Bosnien auch? Ja, in Türkei, Deutschland. Viva Deutschland, meine liebe Kollegen. Und für die Zuschauer hier, wenn sie nach Belgrad kommen, wo sollten sie hingehen? Hast du einen Tipp? Wir wechseln zu Englisch, weil Dragan kann sich da besser artikulieren. The best is for me, I was one time there in
In Belgrado, in Centrum, are old place with a nice restaurant. One restaurant, the name is Tri Shashira, Drei Hut. Drei Hüte. Ja, Drei Hüte. It's the beste for Essen, for live music. Ja. Okay, also Leute, wenn das mal kein Geheimtipp ist, Dragan, Dankeschön. Bitte sehr, Junge, eine gute Reise, guten Appetit, gute mit Familie, gute mit Deutschland, mit Türkei auch. Thank you very much, Dragan. Danke. So, maybe we see you next year again? Thank you very much. You're welcome. You're welcome. If I come here, I will visit you again. Thank you very much. Thank you, Dragan. Thank you. Wir haben wieder getrödelt und haben einen State of Charge von 100%. Und wir stecken jetzt hier mal ab und fahren dann mal weiter. Wir sind jetzt an der Grenze von Serbien nach Ungarn, aber nicht an der Hauptgrenze, weil die ist brutal voll. Wir sind wieder einmal, wie es das Schicksal so will, in Tompa und es braucht nicht einmal hier die Apple Watch, den Timer hier zu nutzen, weil wir sind in unter 10 Minuten hier durch. Also beim letzten Mal hat es 2 Minuten gedauert, diesmal 10 Minuten, ist okay. Ist zwar eine Steigerung von 500%, aber it's alright. Kommen wir nun zum Tagesabschlussbericht. Wir haben heute 675 Kilometer gemacht, soweit so gut, haben noch eine Restreichweite von 179 Kilometern und ein State of Charge, man kann es glaube ich hier sehen, von 50%, ob es jetzt 51 oder 49 sind, das ist geschenkt. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 18,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometern, ich denke das ist okay. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit finde ich eigentlich sehr spannend bei 84 km/h, was eigentlich recht hoch ist. Von hier nach Hause sind es exakt 1100 Kilometer und ob wir das morgen schaffen und wie wir das morgen schaffen, das sehen wir alles morgen. Ich hau mich jetzt ins Bett. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt in Tag 3. Wir sind eigentlich an der Grenze von Serbien zu Ungarn, ganz in der Nähe von Tompa. Ich glaube, es wird Szeged ausgesprochen. Wir haben heute, Liebling, zeig mal hier drauf, 1107 Kilometer zu bewältigen. Und wie haben wir das zu bewältigen? Wir schauen mal, welche Reiseroutenplanung uns das Mercedes Navi vorschlägt. Und da können wir es sehr gut sehen. Wir haben 4 Ladestops. Der erste ist Ionity bei Budapest. Da waren wir schon bei der Hinfahrt. Den zweiten, dritten und vierten weiß ich nicht. Der vierte könnte fast schon Sulzemos sein, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber einfach, dass ihr die Strecke gesehen habt. Wir sind dann heute Abend um 21:14 Uhr daheim. Spannend ist, wir haben kein State of Charge von 100%, sondern von 48%. Das habe ich deshalb so gemacht, um euch zu zeigen, dass man auch nicht mit 100% losfahren muss, sondern einfach auch keine Angst haben muss oder keine Bammel, immer mit 100% loszufahren vom Hotel, sondern man kann auch einfach mit irgendeinem beliebigen State of Charge fahren und das Auto plant einem das. Das ist die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, das Hotel hat einfach keine Wallbox. Aber okay, das behalten wir für uns. So, somit ist genug gesagt. Jetzt, sage ich mal, fahren wir los. Wir gehen jetzt kurz an der Bäckerei, holen uns Kaffee und dann geht's los Richtung Ionity in Budapest. Nach 142 Kilometern sind wir nun bei unserem ersten Ladestopp angekommen. Es sind sonnige 24 Grad. Wir haben nur noch 47 Kilometer Restreichweite und derzeit einen phänomenalen Verbrauch von 17 Kilowattstunden auf 100 Kilometern.
Das Navi sagt, wir sollen von 12 bis 72% laden. Wir schauen mal, so wie ich uns Trödler kenne, brauchen wir da sicher länger. Bei den Ionity-Stationen habe ich ja mittlerweile gelernt, dass man erst reinsteckt und dann startet. Und das machen wir mal. Und immer leicht ein bisschen hochhalten. Jetzt sagt er Verbindung okay. Und jetzt machen wir Start. Jetzt sagt er die Karte hinhalten. Das machen wir auch. Überprüfung, Vorbereitung zum Laden. Es hat jetzt auch geklickt und geklackt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas sehen könnt, weil es sehr blendet. Er hat losgelegt mit 1 kW. Immerhin, immerhin. Jetzt ist er schon bei 32. Sehr gut. Schauen wir mal, ob er zügig die 100 auch trifft. Aber bei Ionity mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Guten Morgen, los geht's. Und wunderbar, da haben wir die 101 kW. Perfekt. Somit lassen wir jetzt die Geschichte hier laden. Jetzt frühstücken wir ein bisschen was und dann geht's los zur nächsten Station. Jetzt weiß ich nicht warum, aber wir haben jetzt eine Ladeunterbrechung. Das heißt, ich versuche das Ganze jetzt gerade noch einmal. Ladevorgang beendet. Ladefehler, Kommunikationsproblem, bitte prüfen, ob Sie die Zündung aus ist und versuchen es erneut. Also keine Ahnung, ich versuche es jetzt an einer anderen Ladesäule. Auf ein neues. Erst Stecker nehmen. Jetzt machen wir Start. Zahlung autorisieren. Dauert sehr lange. Machen wir es nochmal. Jetzt, okay. Jetzt hat es wieder geklickt und geklackt. Da steht jetzt Vorbereitung zum Laden, Bau, Kommunikationsverbindung zum Auto auf. Fehler, die Ladestation hat ein internes Problem erkannt. Ui, okay. Die Ladestation ist außer Betrieb, das Problem wurde bereits gemeldet. Ja, scheint so, als würde uns das Ladedrama weiter hier verfolgen. Also versuchen wir jetzt die nächste Säule. Wir haben hier 4 Versuche frei. Alle guten Dinge sind ja 3. Also hat verriegelt. Jetzt drücken wir hier auf Start, halten wir die Karte hin. Okay, Vorbereitung zum Laden, baue Kommunikationsverbindung zum Auto auf. Wir haben jetzt natürlich auch gut Zeit verloren, weil ich habe es auch relativ spät gemerkt, dass die Ladung unterbrochen wurde. So, immerhin, er schmeißt uns noch nicht raus, er lädt und wir haben hier 35 kW. 68 kW, 99 kW, okay. Ja, ich habe es eben schon erwähnt, ich habe es nicht gemerkt, wann das Auto die Ladung unterbrochen hat. Ich habe leider auch keine Push-Benachrichtigung vom EQB bekommen, was nicht schlimm ist. Vielleicht habe ich es bekommen, ich habe den noch nicht gecheckt. Leute, ich bin wieder voll im Stress, sorry. Manche Sachen gehen sehr hektisch. Ich will auch keine Zeit verlieren, das ist ja mein größtes Problem. Meine Strecke ist sehr weit. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Ich war nämlich kurz auf Toilette. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich die App aufgemacht, wollte schauen, hey, bei wie viel Prozent sind wir, wie lange brauchen wir noch, und habe gesehen, hey, der ist bei 22% stehen geblieben, also wir haben gerade mal 10% reingepumpt und that's it. Jetzt bleibe ich hier, bleibe ich am Auto und ja, ich hoffe, dass es jetzt bis 80% losgeht und dann, dass wir weiterfahren können, weil unser Weg ist noch sehr lang und das ist die erste Station. Schade, wenn es bei der dritten passiert, wäre okay, oder bei der vierten, aber bei der ersten ist es echt blöd. Bei einem State of Charge von 76% hängen wir jetzt ab. Das reicht. Wir fahren jetzt einfach mal weiter. Er hat uns sowieso weniger State of Charge vorgeschlagen. Wir haben jetzt nochmal trotzdem Puffer reingemacht. Für den nächsten oder die nächste. Und fahren dann mal weiter. Nach 339 Kilometern sind wir nun bei unserem zweiten Ladestopp angekommen. Wir haben noch eine Restreichweite von 75 Kilometern. Das sind 27,5 Grad. Und wir haben einen State of Charge noch von 21%. Und wo laden wir jetzt? Wir sind in Parndorf
bei Ionity. Und wir haben uns, ich habe hier Ionity 5 und 6 genommen. Sollte einer mal nicht funktionieren, nehme ich den anderen. Wir nehmen jetzt mal Stecker 6 und wir kennen uns jetzt aus mit Ionity. So, er sagt als erstes mal Connect. Das machen wir. So, hat verriegelt. Authorized Payment, Preparing to Charge, Setting up Communication with the car. So, es macht Klick-Klack und er beginnt zu laden. Die Apple Watch hat auch schon gemeldet, dass der Ladevorgang initiiert wurde. Und was ich jetzt mache an so einem sonnigen Tag, ich nehme die EQB-App raus. Das können eigentlich alle anderen Elektroautos auch. Ich gehe auf Vorklimatisierung. Der hat standardmäßig 23 Grad. Daimler-Ingenieure, das finde ich ziemlich doof. Bitte ändert das. Muss es immer auf 16 Grad ändern. Und dann heizt es sich wieder auf, deshalb nehme ich 16 Grad, sodass wenn wir wieder da ist, dass es dann wieder 18, 19, 20 Grad hat. So, ich hoffe, ihr versteht den Sinn dahinter. Dann drücke ich auf Aktivieren. 101 kW, perfekt. Ich bin jetzt etwas paranoid, weil er vorhin abgebrochen hat, ohne dass ich eine Meldung bekommen habe. Das heißt, während wir jetzt was futtern, werde ich alle paar Minuten auf die App schauen vom EQB, ob der lädt oder nicht. Also, dann schauen wir mal. Ja, so ist das mit 2 Kindern. Wir haben jetzt natürlich wieder viel zu lange gebraucht. Das Auto ist jetzt bei 100% und wir fahren jetzt los zur 3. Ladestation. Und da sehen wir noch mal 99%, weil die Lüftung ja auch läuft. Also los geht's. Nach unserem zweiten Ladestopp, diesmal hat es bei Ionity sehr gut geklappt, Daumen hoch, haben wir einen interessanten Fall. Wir hatten ja ein State of Charge von 100%, soweit so ungewöhnlich. Jetzt, Liebling, halten wir bitte aufs Navi drauf. Jetzt sehen wir hier, dass er uns das nächste Mal mit 39% hier rausholen will und das ist tatsächlich sehr unglücklich. Er möchte uns hier rausholen und möchte, dass wir von 39 bis 84 laden. Und ich habe ja schon vorher geschaut, das ist eine Ionity-Ladesäule, soweit so gut. Wir werden aber natürlich diese Ladesäule nicht ansteuern, wir werden einfach weiterfahren. Diese Information wollte ich mit euch teilen, dass hier das Navi sich hier etwas unglücklich verhält. Nichtsdestotrotz werden wir mindestens noch einen Ladestopp haben, kurz vor Schluss. Und wie würde der aussehen? Der würde dann so aussehen von 10 bis 85%. Und dann würden wir mit den 85% mit 10% dann zu Hause ankommen. Und ob das jetzt so wird oder nicht, das sehen wir gleich. Nach 614 Kilometern sind wir an der 3. Ladestation angekommen. Wir haben noch eine Restreichweite von 91 Kilometern und haben natürlich das ignoriert, was uns das MBUX-Navi gesagt hat und haben ein State of Charge von 25%. Nur fürs Protokoll, ich wollte weiterfahren, aber Frau und Tochter haben ein Veto eingelegt, also wird hier geladen. Und diesen Ladevorgang starten wir jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch mit der NBW-Karte geht, weil da habe ich einen besseren Tarif. Wir versuchen das mal. Oh, hat funktioniert. Sehr gut. Dann nehmen wir den DC2, HPC. Nehmen wir mal den. Ah, da leuchtet er schon auf. Den State of Charge hat er schon angenommen. Sehr gut. Die Ladesäule fährt auch schon ganz leicht die Kühlung hoch. Das kennen wir ja, alles soweit, so gut. Wie sieht das Ladeerlebnis hier aus? Ich habe es bei der Ionity-Station habe ich total verrafft und bei der ersten Ionity-Station auch. Also bitte seht mir das nach. Ihr wisst, ich bin selber voll durch den Wind. Aber hier kann ich es euch auf jeden Fall zeigen. So sieht das Ganze hier aus. Gibt sogar noch eine andere Ladesäule hier. Okay, jetzt ist es weg. Okay, auch gut. Dann schauen wir mal, wie schnell er lädt mit 100,01 kW.
das kennen wir perfekt. Somit treten wir nun die dritte Ladepause an und entspannen uns und bereiten uns auf die vorletzte Etappe vor, auf dem Weg nach Hause. Okay, hier deutet sich ein Ladedrama hin. Ich weiß nicht warum, aber beim State of Charge von 34% lädt er plötzlich nur noch mit 54. Jetzt stecken wir das mal da ab und nehmen mal den anderen Stecker in der Hoffnung, dass der hier mehr Spaß bietet. Nehmen wir mal den anderen. Er beginnt jetzt mit 5,2 kW. Warten wir mal ab, dass der hier hochgeht. Jetzt haben wir immerhin die 70 kW, 71 kW. Ich dachte kurz, dass vielleicht der andere CCS-Stecker weniger Leistung hat, aber dann habe ich es in der NBW Mobility Plus App aufgemacht und da können wir sehen, das ist alles mit 225 kW angegeben. Daran liegt es jetzt auch nicht. Keine Ahnung, warum wir jetzt nur 75 bekommen. Ob das jetzt Anzeichen von einem Rapid Gate ist, kann ich euch echt nicht sagen. Rapid Gate, kurz erklärt, wenn das Auto an einem Tag oder an einer Strecke mehrmals hier mit so einem Schnelllader vollgepumpt wird, dass sich dann der Akku überhitzt und deshalb weniger Ladeleistung annimmt. Gibt es unter anderem auch bei den Nissan Leaf Modellen. Könnt gerne mal bei Google was dazu nachlesen. Also ich will es jetzt wissen, ich habe den zweiten Ladevorgang jetzt auch abgebrochen, benutze jetzt wieder den ersten Stecker, nur um zu wissen, ob er wieder auf 50 kW abfällt, weil das ist jetzt einfach für mich zu spannend, um diesen Test, einen dritten finalen Test, nicht zu machen. Deshalb bin ich jetzt wieder bei dem ersten Stecker und er fährt jetzt auch schon hoch und wir sind mittlerweile schon bei 37 kW. So, jetzt geht er immerhin schon mal hoch auf die 59. Das hat er vorhin ja auch schon nicht mehr geschafft gehabt. Leider muss man hier immer wieder die Karte dran halten, damit man was sieht. Das haben sie ein bisschen blöd gemacht. So, jetzt haben wir wieder die 101 kW, das ist gut. Diese Performance will ich auch sehen. Ich bleibe jetzt hier bei der Ladesäule. Ich traue mich vielleicht ganz kurz noch auf Toilette zu gehen, weil es ist hier einfach zu spannend, als dass man da jetzt was verpassen möchte. Und dann behalte ich das Ganze mal im Auge und protokolliere das mit der Kamera für euch. Wir halten fest, ich fahre kurz auf Toilette und zurück. Also er lädt immer noch mit 105 kW. Keine Ahnung, warum er auf 50 kurz abgesackt ist, aber wir können hier festhalten, hier findet kein Rapid Gate statt. Also der EQB meistert auch diese Tour mit Bravour. Respekt an die Daimler-Ingenieure, also die ganze Fahrt über hat das Auto hier sehr gute Dienste gemacht. Werden wir eigentlich gleich hier durch, dann haben wir die letzte Ladepause und dann kommen wir hoffentlich pünktlich zu Hause an, wenn kein Stau oder so entsteht. Und ja, wenn ihr einen Hinweis habt, warum das jetzt eben so passiert ist, weil ihr euch jetzt vielleicht mit der Ladesäule auskennt oder nicht, dann schreibt mir doch gerne. Jetzt ist hier eine Dame gekommen, die jemanden fragt, ob das mit dem Elektroauto klappt. Und die Frau unterhält sich gerade mit ihm und ja, sie reden gerade über Diesel und Elektroauto. Und sie hat, ja, ich werde ein kurzes Gespräch mal mit ihr jetzt führen und ihr sagen, von wo ich herkomme. Ich glaube, dann fällt sie hier um. So, wir sind jetzt gleich bei unserem letzten Ladestopp und ich zeige euch mal kurz was auf dem Navi und ihr könnt sehen, dass ich das umgestellt habe, weil er hat die ganze Zeit eine Ladesäule genommen, die ich nicht wollte, eine, die deutlich weiter vorne war und ich will mit einem späteren State of Charge ankommen und deshalb habe ich das hier manuell eingegeben. Das ist übrigens ein Verbesserungspunkt, den ich gerne beim MBUX Navi sehen würde, dass man Ladepunkte austauschen kann. Ich kann einen Ladepunkt als Zwischenziel setzen, aber es ist dann ein Zwischenziel. Er
fügt das hinzu, erkennt das dann nicht als Ladesäule an, dass ich dort quasi dann mein State of Charge erhöhen kann. Das ist wie wenn ihr jetzt sagen würdet, ich fahre kurz zum Rewe, der versteht es einfach nicht. Also deshalb da muss das Navi auf jeden Fall angepasst werden, aber vielleicht gibt es ein Update und ich habe es nicht, man weiß es nicht. Wenn nicht, auf jeden Fall, das wäre updatewürdig. Nach 861 Kilometern sind wir an unserem letzten Ladestopp. Noch eine Restreichweite von 60 Kilometern. Es sind kühle 22 Grad und wir haben ein State of Charge von 15%. Und wir sind jetzt an einer Fastnet-Ladesäule. Deshalb nehme ich jetzt meine NBW-Karte, weil ich dort einen besseren Tarif habe als auf der Mercedes-Karte. Da lädt auch einer. Das ist aber ein Hyundai Kona und einen Hyundai Kona hatte ich ja auch, deshalb, das ist kein Problem, der kann eh nur 75 ziehen und das ist eine 300 kW Ladesäule, das heißt, wir schaffen beide in der Spitze 175. Kindergeburtstag für diese Ladesäule. Jetzt schauen wir mal, ob wir auch die 100 kW bekommen. So, auf meiner Uhr habe ich jetzt schon die Meldung bekommen, dass der Ladevorgang gestartet wurde. Da haben wir eine Ladeleistung von 14, 15, 23, 30 kW. Okay. Und jetzt geht er hoch. Sehr gut. Knapp 60 kW, nicht schlecht. Ja, perfekt. 103, wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Auf diese fetten Ladesäulen ist halt Verlass. Ja, somit sind wir bei unserem letzten Ladestopp angekommen. Schieben was in die Futterluke und dann ja, fahren wir weiter ab nach Hause. Es wird Zeit. Ich bin richtig stolz auf uns, weil wir haben es geschafft, mit einem State of Charge von 92% an die Ladesäule zu kommen. Jetzt brechen wir das Ganze ab und fahren los. Kommen wir nun zu unserem Tagesabschlussbericht. Ihr seht schon, es ist sehr spät, aber wir sind nicht zu diesem Zeitpunkt gekommen. Wir sind deutlich früher, waren wir da. Nur wir haben erstmal alles ausgepackt und die Kinder ins Bett gelegt, Koffer raus und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen. Dadurch, dass das Auto diesen Abstart 4 Stunden speichert, habe ich mir da gar keinen Stress gemacht. Ihr könnt sehen, wir haben noch eine Restreichweite von 109 Kilometern und ein State of Charge von etwas mehr als 25%. Spannend ist, wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 17,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und jetzt ist eigentlich der große Moment gekommen. Wir haben jetzt Abstart von Video 3 gesehen und wir kennen auch Abstart von Video 1 und Video 2. Aber wir haben ja auch noch Abreset. Und wie die Werte von Abreset sind, das schauen wir uns jetzt an. Seit Reset sind wir 7.435 Kilometer gefahren. Und spannend ist, wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 19,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Ich finde, der EQB 250 hat eigentlich eine 18, verdient. Aber es ist wie es ist, wir können hier keine Werte manipulieren. Das wäre auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber ihr seht, das Auto ist an sich sehr sparsam. Und ich finde, die ganze Reise war gut. Das hat mit der Akkugröße und mit alles drum und dran sehr gut geklappt. Und vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, wenn man jetzt einen EQB 250 bestellt. Der kleinste Motor ist der 250 Plus. Das heißt, ihr bekommt dann nochmal 3 oder 4 Kilowattstunden an Akkukapazität dazu. Das heißt, dann habt ihr nochmal ein bisschen mehr Puffer. Das dazu zum EQB und wie jetzt die neuesten Konfigurationen sind. Schaut euch einfach mal dort im Internet um, wenn ihr denkt, ey, dieses Auto ist genau was für euch. Und vergisst nicht, den gibt es auch als 7-Sitzer. Das ist auch eine sehr spannende Konfiguration für Familien. Somit ist genug gesagt. Also kommen wir nun zum Abschlussslide mit den Kosten von Tag 3 und danach dem Abschlussslide von allen Kosten gesamt über die gesamte Reise von 7.435 Kilometern. Genau hier, an diesem Fleck, hat alles angefangen. Und auch hier geht alles zu Ende.
Ich hoffe, euch haben die 3 Videos gefallen. Ich hoffe, sie dienen euch als Inspiration, um zu zeigen, dass, wenn man will, alles möglich ist. Auch mit Kind und Kegel. Und wir legen uns jetzt aufs Ohr. Das war's jetzt. Wir sind jetzt angekommen und that's it. Ja, aber der nächste Roadtrip?